Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Chantal Frei. Heute gibt es ein Video außerhalb der Reihe, noch Fragen. Heute wollen wir reagieren auf ein aktuelles Video von SRF Doku auf deren YouTube-Kanal und das Video heißt Tragische Folgen einer Verschwörungserzählung. Und das Video hat uns sehr beschäftigt und da wollen wir heute mit euch ein bisschen drüber reden. Aber vorweg noch eine kleine Info, über nächsten Sonntag kommt dann wie gewohnt die nächste Folge noch Fragen raus und dann wird es eine paar monatige Pause geben und dann wird auch die zweite Staffel kommen, noch Fragen. So, jetzt schauen wir uns mal das Video an. Für mich war es halt wie so eine auswegslose Situation. Ich hatte das Gefühl, hey, ich bin ständig in Gefahr. Ich kann eigentlich gar nicht mehr in der Schweiz leben. Ich muss irgendwo her, in Sicherheit. Die Leonie hat jahrelang gemeint, sie werde von unbekannten Tätern rituell missbraucht. Hat sie dir gesagt, du hättest Säugling geopfert? Ja. Also das Video steigt gleich total dramatisch ein. Musikauswahl exzellent gewählt, der Schnitt ist wirklich super. Man muss wirklich sagen, SRF liefert hier rein aus Videosicht eine richtig gute Arbeit ab. Die Musik ist so gemacht, dass sie ein bisschen dramatisch ist, aber nicht zu dramatisch. Aber es unterstreicht es so ein bisschen und hebt so ein bisschen die Dramatik des Ganzen. Mit einem rituellen Schnitt quasi dann auch das Herz entnommen und das Blut getrunken. Entstanden? Also hier werden gleich schlimme Ereignisse beschrieben von der Leonie. Und es wird gleich wir sind jetzt bei Sekunde 25, innerhalb von 25 Sekunden wird sofort klargemacht, dass das eigentlich eine komplette Verschwörung ist, dass es so etwas nicht gibt. Aber jeder, der sich mit dem Thema rituelle Gewalt schon mal beschäftigt hat, weiß, dass das eigentlich an der Tagesordnung ist, ja, so schlimm das Thema ist. Sind die falschen Erinnerungen in der Psychotherapie. Es ist so weit gegangen, dass mit Leonie in einer namhaften psychiatrischen Sekunde 31, falsche Erinnerungen in der Therapie. Klinik nächtelang ans Bett gefesselt hat. Wirklich an den Armen. So, und jetzt geht es gleich weiter mit einem richtig krassen Bild. Und gefesselt zu sein ist absolut schlimm, da brauchen wir nicht reden. Ich habe mir in dem Moment gefragt, wo ich das Video gesehen habe zum ersten Mal, wie kommt denn das Foto zustande? Und wer hat das Foto gemacht? Weil wenn das die Leonie ist und wenn das sozusagen die Situation zeigt, wo sie gefesselt wurde, wie konnte sie dann das Foto machen? Das geht ja gar nicht, oder? Also es muss eine zweite Person im Raum gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie in der Schweiz in der Psychiatrie das ist mit dem Besuchsrecht. Aber da werfen sich doch bei einem einzelnen Bild gleich ein paar Fragen auf. Wie kam das Bild zustande? Oder ist hier einfach nur ein Bild genutzt worden und in die Story mit eingebaut worden, in das Video? Angebunden links, rechts, an den Beinen links, rechts. Präventiv, weil gewisse Therapeutinnen die Leonie auf Grundlage von einer Verschwörungserzählung behandelt haben. In dieser Situation jetzt von meiner Schwester ein zerstörtes Leben. Unsere Recherchen zeigen, nicht nur Therapeutinnen und Ärzte haben sich in der Verschwörungserzählung verloren. Auch die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die KESB. Dort müssen wir aufhören, wir sagen, stopp, das gibt's nicht. Jetzt, wo die Leonie weiss, dass sie nicht Opfer von ritueller Gewalt, sondern von einer Verschwörungserzählung ist, rollen wir ihren Fall auf. Ich fände es extrem schlimm, wenn irgendjemand sich das Leben nimmt wegen so etwas, das gar nicht existiert. Es ist gut möglich, dass das aber passiert ist. Also das war das Intro. Das war das Intro. Das ganze Video dauert 29 Minuten und in 1 Minute 20 wird gleich vorherbestimmt, was du zu denken hast. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei diesem YouTube-Video so, sondern das ist generell bei fast jedem Video so, dass gleich du in eine gewisse Denkrichtung gedrängt wirst.
Es dreht sich alles wieder nur um die ganze Gewalt, die nicht stattfindet, um den ganzen Kult, den es nicht gibt. Es macht mich kaputt. Es macht mich wirklich kaputt. Das ist ein Hilferuf von der Leonie aus dem Psychiatriezentrum Münsingen. Seit wir zu Satanic Panic recherchieren, stehen wir mit ihr im Kontakt. Die Leonie. Also, hier muss man gleich mal sagen, je mehr sie zu Satanic Panic recherchieren. Ich will mit euch mal eine kleine Recherche machen zu dem Thema. Und zwar, wenn man auf Wikipedia nachschaut, rituelle Gewalt, die Definition, dann steht da, rituelle Gewalt ist eine Form planmäßiger und systematischer, ausgeführter körperlicher und psychischer Gewalt. Sie wird in Gruppierungen ausgeübt, die ihre Handlungen in ein Glaubenssystem einbetten oder ein Glaubenssystem vortäuschen. Die Traumatisierung der Opfer kann dissoziative Identitätsstörungen zur Folge haben. Charakteristisch für rituelle Handlungen sind wiederkehrende Symboliken und gleichförmige Handlungen, wie sie etwa während kultisch-ritueller, satanisch-magischer Rituale vollzogen werden. Und so weiter, ja. Kann sich ja jeder mal durchlesen. Und dann im letzten Satz steht, zahlreiche Berichte über Fälle ritueller Gewalt, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Moral Panic, ja, Satanic Panic hat ja der Robin schon angesprochen, um satanischen rituellen Missbrauch in den USA. Also das ist vorgekommen, dass da zahlreiche Berichterstattungen nicht wahr waren. Okay? Ganz wichtig, und da müsst ihr ganz genau lesen, da steht zahlreiche, da steht nicht alle, da steht auch nicht, dass das überhaupt nicht gibt, sondern wenn du diesen Begriff googelst, dann kommt erst einmal die Erklärung, dass es das gibt und was die Bedeutung überhaupt von ritueller Gewalt ist. Und da steht ganz klar dort satanisch-magischer Rituale. Und im letzten Satz steht dann, zahlreiche Berichte sind halt falsch. Aber nur weil zahlreiche Berichte falsch sind, heißt das nicht, dass alles falsch ist. Ja? Und ich lese hier Wikipedia. Den Eintrag, den müsst ihr mal nachschauen. Ja? Punkt Nummer 2, den ich rausgesucht habe für heute Abend. Hilfeportal missbrauch.de. Also das ist ein Portal, wo man sich informieren kann, wo man auch Hilfe bekommen kann. Und hier sehen wir auch organisierte, sexualisierte und rituelle Gewalt. Das ist eine offizielle Webseite und da wird es eben auch thematisiert, dass es das gibt. Diese Seite schaut mir nicht aus wie eine Verschwörungsseite, sondern das ist eine Anlaufstelle für Menschen, die schwerst sexuell missbraucht worden sind, die in irgendwelchen Kulten, die in irgendwelchen Sekten drin stecken und von erwachsenen Männern missbraucht werden. Und das Perfide an dem Video vom SRF ist, dass das komplett außer Acht gelassen wird. Sie erzählen die Geschichte von einer Person und ich kenne sie nicht, ich kenne nicht den Hintergrund. Ich kenne die Leonie nicht, ich weiß es nicht. Aber ich kenne Menschen, die aus dem Hintergrund kommen. Und ich kann euch sagen, es ist wahr. Ich habe meine Zweifel an der Geschichte von der Leonie. Und ich weiß ja nicht, was die Motivation hinter dem Video ist. Und es wäre viel zu spekulativ, darüber zu sprechen. Aber die Frage ist, kann ich aus einem Einzelfall heraus ableiten, dass alles eine Verschwörung ist? Allein der Titel suggeriert sofort, hey, wenn du über das anfängst zu reden, dann mähe ich dich nieder. Dann kriegst du Ärger mit den Medien. Du bist ein Verschwörer. Du bist ein Verrückter. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie sich ein Mensch fühlt, der von klein auf missbraucht wurde? Es ist
das ist die absolute Hölle. Und dann kommen irgendwelche Journalisten, Zweitklassigen, und stellen es den Opfern in Abrede. Wie muss sie eigentlich ein Opfer fühlen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ist das objektiv? Ist das guter Journalismus, den ihr da macht? Ja, und jetzt reden wir immer davor, das ist ja alles Verschwörung, das ist ja alles nur Schwachsinn. Ich habe ein paar Themen rausgesucht, die nicht wegdiskutierbar sind. Da kann man nicht mit der Verschwörungskelle kommen und sagen, das ist alles Müll. Helmut Kendler. Recherchiere doch mal über den, lieber Robin. Wer dieser Mensch war, wo er überall Zugang gehabt hat, welchen politischen Einfluss er gehabt hat in Berlin. Das war ein Mensch, der ist auf die Idee gekommen, dass es sinnvoll und gut ist, wenn man kleine Jungen von der Straße holt, die kriminell sind, und sie in die Obhut von Pädophilen gibt, von erwachsenen Männern, damit sie da eine Bleibe haben, eine Unterkunft und damit sie wohl erzogen werden. Und als kleine Gegenleistung müssen sie nur sexuelle Handlungen an diesen Männern vornehmen. Und der Mann hat es geschafft, das Thema richtig nach vorne zu bringen. Er hat mit den Jugendämtern zusammengearbeitet. Kann man alles nachlesen. Wikipedia, offizielle Medien, kann man nachlesen. Kannst du nicht wegdiskutieren. So etwas hat es gegeben. Absolut brutale Menschen, die einfach jegliche Moral verloren haben, die kein Mitgefühl mehr haben. Wir reden hier von Menschen, denen andere Menschen absolut egal sind. Und denen kannst du auch kein schlechtes Gewissen mehr machen. Gehen wir weiter zum Tagesspiegel. Ermittlungen zu Kendler-Experiment eingestellt. Pädophilen Skandal in Berlin weiterhin ungeklärt. Wie kann das sein? Wie kann denn das sein? Wie kann so etwas sein? Berge von Akten wurden gewälzt. Akten aus der Wohnung des verstorbenen Peinigers. Akten aus dem Jugendamt von Tempelhof Schöneberg. Das Ende der Suchaktion ist ernüchternd. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Rede ist von dem Versuch der juristischen Aufarbeitung eines Kindesmissbrauchs unter staatlicher Obhut. 30 Jahre lang. Bis mindestens 2003 gaben Jugendämter Kinder und Jugendliche zu pädophilen Pflegevätern. 30 Jahre lang, mindestens bis 2003, gaben Jugendämter Kinder und Jugendliche zu pädophilen Pflegevätern. Ich lese nicht den ganzen Artikel vor. Aber das ist Realität. Und das ist keine Verschwörung. Ja. Ich werde es alles unten verlinken und ihr könnt es euch gern dann in Ruhe durchschauen. Und da fragt man sie, wie kann es sein, dass Ermittlungen eingestellt werden? Wie kann das sein? Nächstes Thema. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Okay? Die Seite ist wirklich gut. Und die Frage ist halt, werdet ihr da draußen wieder behaupten, Verschwörung, ja? Verschwörung. Das ist nämlich das Problem in der heutigen Gesellschaft, dass sie die Menschen immer hinsetzen und recherchieren. Sie sitzen vorm Video, sie lassen sie berieseln. Und es ist so leicht, Meinungen zu beeinflussen. Aber es kostet Zeit. Du musst dich mit einem Thema auseinandersetzen.
Es gibt Fachliteratur zum Thema rituelle Gewalt. Es gibt Anlaufstellen zu diesem Thema, ja. Und keiner kann abstreiten, dass in der katholischen Kirche Missbrauch vollzogen wurde und vollzogen wird. Und auch in der evangelischen Kirche, ja, gibt es sowas. Würdet ihr das abstreiten? Haben wir alle schon davon gehört. Katholische Kirche ist ja in aller Munde, was Missbrauch anbelangt. Ergo, der Mensch ist böse, oder? Der Mensch ist fähig, grausame Dinge zu vollziehen. Der Mensch ist fähig, kleine Kinder zu missbrauchen. Und der Mensch ist auch fähig, Krieg zu führen. Andere zu töten, zu quälen, zu foltern. Streitet ihr das ab? Na, natürlich nicht. Steht ja in der Bild-Zeitung, oder? Kriminalität. Unsere Gefängnisse sind voll. Streitet ihr das ab? Na, natürlich nicht. Wir befinden uns immer noch auf der gleichen Website aufarbeitungskommission.de. Und schau an, da steht nichts von Satanic Panic. Steht da nicht. Da steht nicht, ist ja alles nur ein Schwachsinn. Haben sie ein paar Spinner ausgedacht? Ist ein paar Idioten eingeredet worden? Da steht auch nicht, dass die Therapeuten, die so lange beredet haben, das steht da nicht. Organisierter und ritueller Kindesmissbrauch, fehlendes Wissen und die Glaubensfrage. Sexueller Kindesmissbrauch im organisierten und rituellen Strukturen meint sexualisierte Gewalt und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen durch untereinander bekannte und vernetzte Täter und Täterinnen. Der Missbrauch wird zielgerichtet, wiederholt und mit langfristiger Abhängigkeit der Betroffenen ausgeübt. Einige dieser organisierten Gruppierungen besitzen zusätzlich einen rituellen Charakter durch eine Scheinideologie, Schein in Klammern, ja, oder eine religiöse Sinngebung. Zum Beispiel eine satanische und faschistische Ideologie von den Tätern und Täterinnen eingesetzt werden. Betroffene sprechen dabei auch von Sekten oder Kulten. Ist das eine Verschwörung? Gibt es das nicht? Also wie gesagt, vielleicht, ich kenne die Leonie nicht. Aber eins war sie. Und zwar hat der SRF jetzt schon mehrere Videos gemacht zu dem Thema. Robin scheint ja da eine besondere Passion dafür zu haben. Aber ich habe noch nie Mitgefühl gesehen in einem Video von ihm. Echte Betroffenheit. Ja. Und selbst wenn ihr das im ersten Moment nicht glaubt, das Thema, und ich kann es nachvollziehen, ja, das ist nämlich so schrecklich, dass es echt schwierig ist, sie damit zu beschäftigen. Aber ihr da draußen, ihr macht's das. Gott sei Dank. Aber selbst wenn ich es nicht glaube, ja, selbst wenn ich es nicht glaube, dann habe ich doch ein bisschen mehr Empathie, oder? Dann gehe ich sensibler damit um. Dann mache ich auch keine reißerischen Videos mit einer total aufwühlenden Hintergrundmusik.
Ja, das sind offizielle Seiten. Unstrittig, nicht diskutierbar. Nächstes Thema. Dutroux war kein Einzeltäter. Ja. Habe nicht irgendwo auf Telegram gefunden für alle Schlauen da draußen, die immer davon sprechen, das sind ja alles Verschwörer. Na, das hat der Fokus geschrieben. Der Fokus. Ja. Carine Russo glaubt nicht mehr daran, dass die Justiz alle Hintergründe des Mordes an ihrer Tochter Melissa aufdecken will. Also ich kann jedem nur empfehlen, dass man sich den Fall einmal genauer anschaut. Wie viele Menschen sind da gestorben? Auf einmal sind alle Zeugen gestorben. Es wurde darauf beharrt, es war ja nur ein Einzeltäter. Lest euch doch gerne einmal den Artikel durch. Zahlreiche Zeugen sind unter sehr mysteriösen Umständen gestorben, darunter auch Kriminelle, die über die Umgebung von Dutroux und über seine Aktivitäten hätten aussagen können. Die Ermittlungen in all diesen Fällen haben bislang keine Aufklärung gebracht. Also lest euch den Artikel einmal genau durch. Richter wurden ausgetauscht. Ermittelnde Beamte wurden ausgetauscht. Der, ich glaube, leitende Kommissar, wenn ich mich recht erinnere, der hat einen Autounfall gehabt. Und der dann eingesetzt wurde, hat darauf bestanden, es ist nur ein Einzeltäter. Ist es jetzt eine Verschwörung aufgrund dieser Argumente und Tatsachen, die ich gerade gesagt habe, anzunehmen, dass es Täternetzwerke gibt, dass Menschen zusammenarbeiten und Dinge vertuschen? Sind wir nicht in einer Zeit, wo wir immer sagen, alles Verschwörung? Das hat in den letzten 2-3 Jahren total überhand genommen. Wenn du eine Meinung hast, die abweichend ist von der Mainstream-Meinung, dann bist du ein Verschwörer. Aber die Definition von Verschwörung bedeutet, dass sich eine Gruppe von Menschen verbündet und im Geheimen einen Plan verfolgen. Schaut ganz danach aus bei Dutroux, oder? Und was mich total stört, ist, dass auch im SRF ständig behauptet wird, es gibt keine Beweise. Ja, da frage ich mich schon, ja, was denkt ihr denn da draußen eigentlich, wie Beweise zustande kommen? Aussage von Opfer ist doch mal ein Beweis. Erstmal. Ich gehe zur Polizei, mache eine Aussage und die Ermittlungen werden aufgenommen. Und wenn dann keine weiterführenden Beweise gefunden werden, dann kann es sein, dass das fallen gelassen wird. So, und jetzt frage ich euch, ja, könnt ihr mal runter in die Kommentare schreiben. Wenn du in der Familie groß geworden bist, in einem Umfeld, wo Kindesmissbrauch und Rituale stattgefunden haben, schon im Babyalter, und ein kleines Kind, ein Baby, total schutzbedürftig ist
und in so einer Struktur aufwächst und nichts anderes kennt, dann denkt irgendwann das Kind, das ist ja normal. Macht das Kind dann Fotos oder Audioaufnahmen? Wenn der Papa nachts wieder kommt und sie abholt, hat sie dann das Smartphone dabei und filmt die bei ihren Taten? Doch wohl eher nicht, oder? Und jeder, der von euch da draußen sagt, da gibt es ja keine Beweise. Hey, ihr habt ja nicht 1 Millimeter weit gedacht. Ja, und das Richtige hauptsächlich an den Herrn Robin. Ja, da kann ich nur sagen, ja, radikal abnormal. Das ist ja das Motto von eurer Punkband, die sich krank nennt. Okay, gehen wir wieder zurück zu dem Thema. Es gibt ja keine Urteile. Gibt's ja nicht. Hier haben wir eine Seite Infoportal, juristische Fragen, Infoportal rituelle Gewalt. Und da gibt es eine Sammlung. Und das lese ich euch jetzt auch vor. Ich würde eigentlich mit dem Video weitermachen, aber das ist eigentlich deutlich wichtiger. Es gibt ja gar keine Urteile in Deutschland wegen ritueller Gewalt. Die Aussage, die hören wir doch alle öfters, oder? Jeder, der mit dem Thema beschäftigt ist, hört das. Gibt es ein Gerichtsurteil? Ach, es gibt kein Gerichtsurteil. Ja, dann ist es auf jeden Fall falsch. Das ist falsch. Es gibt durchaus Urteile wegen Gewalt, insbesondere wegen sexualisierter Gewalt in Glaubensgemeinschaften, Sekten oder Gruppierungen mit ideologischem Hintergrund. Aber diese Urteile tragen nicht das Etikett und bitte nicht das Etikett rituelle Gewalt. Diese Bezeichnung gibt es nämlich im deutschen Strafgesetzbuch nicht. Die gibt es gar nicht, die Bezeichnung. Und wenn es die Bezeichnung nicht gibt, dann wirst du ein Gerichtsurteil unter dem Titel rituelle Gewalt finden. Entsprechende Verbrechen werden den einzelnen Straftatbeständen zugeordnet. Körperverletzung, Mord und Totschlag sind strafbar, Vergewaltigung ist strafbar, Entführung ist strafbar, Vernachlässigung, Schutzbefohlener ist strafbar und so weiter. Das heißt, die ganzen rituellen Gewaltfälle, wo ihr behauptet, die gibt es nicht, die sind alle in diesen Sachen drin versteckt. Und dann muss man sich halt die Mühe machen, das alles zu recherchieren. Und es ist unglaublich viel Arbeit. Aber jetzt herzugehen und einen super coolen Titel zu machen, Satanic Panic, und es ist ja alles ein Schwachsinn. Das ist einfach nur peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Und ihr nennt euch Journalisten, ja? Und nochmal will ich betonen, damit hier überhaupt keine Diskussionen aufkommen. Das sind offizielle Seiten, ja? Offiziell. Laut deutschem Strafrecht müssen diese Einzelaspekte nachgewiesen und angeklagt werden, damit man jemanden, einen einzelnen Menschen, dafür verurteilen kann. Bei Verbrechen, an denen mehrere Täter oder Täterinnen beteiligt sind, muss die Beteiligung jeder Einzelnen möglichst genau nachgewiesen werden. Jetzt gehe ich ein Stück weiter. Aber wie gesagt, werde ich nur alles verlinken. Hier sieht man noch,
Mitgliedschaft in einem Geheimkult ist nicht strafbar. Das Verwenden okkulter Symbole bei bestimmten Handlungen ist nicht strafbar und so weiter. Deshalb taucht rituelle Gewalt als Begriff in Gesetzen oder in polizeilichen Kriminalstatistiken nicht auf. Ja, können Sie mal auf Pause drucken und es nochmal durchlesen. Ich verlinke es unten. Deswegen taucht es da nicht auf, weil es gar keine Rolle spielt. Weil es vom Gesetzgeber keinen Unterschied macht, ob jemand normal vergewaltigt wurde oder während einer Zeremonie mit okkulten Symbolen und Handlungen. Aber es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Satanismus. In der folgenden Liste finden Sie eine Reihe von Fällen, die in Deutschland zu einer Verurteilung geführt haben. Okay. Da hat sich jemand Mühe gemacht. WDR berichtet über Ermittlungen zum Tatkomplex Münster. Hier geht es nicht um rituelle, aber um organisierte, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Beiträge liefern spannende Einblicke in die Ermittlungen solcher Tatkomplexe. Tatkomplexe. Kein Einzeltäter. Jetzt haben wir oben gelesen, Mitgliedschaft in einem geheimen Kult ist nicht strafbar. Das Verwenden okkulter Symbole bei bestimmten Handlungen ist nicht strafbar. Deswegen kommt da auch rituell nicht vor. Sozialgericht Darmstadt und Bistum Speyer bestätigen Vorwürfe organisierter, sexualisierter Gewalt. Kann man auch lesen, den Artikel. Toter im Harz, Zeugen sagen über okkultischen Orden aus. 2019, ja. Der war 2020, der war 2022. Beate Zschäpe verurteilt, Verbindungen zu Gewalt gegen Kinder bleiben ungeklärt. Deutscher Sektenführer entzieht sich einem Gerichtsprozess, taucht unter und wird ermordet. Von Tübingen nach Prag, um Taxifahrer zu töten. Haftstrafen für Eltern nach Teufelsaustreibungen. Urteil gegen den Musiker Oliver Shanti. Oliver Shanti, von einem Münchner Gericht verurteilt, Kinder seiner Anhänger und Anhängerinnen in den 90er, 80er Jahren sexuell misshandelt zu haben. Hat eine Sekte gegründet. Höllenleben Niki zeigt Kindstötung auf der Wewelsburg an. Hat sie gemacht? Ja, jetzt höre ich schon die Stimmen. Ja, das ist ja alles ein Schmarrn. Die Beweislast ist erdrückend. Die Beweislast ist erdrückend, ja. Ja. Colonia Dignidad, Paul Schäfer misshandelt Sektenmitglieder. Und die Liste geht weiter und geht weiter und geht weiter. Aber der Punkt ist, und das ist blau hinterlegt, weil die Kulte und die okkulten Symbole keine Rolle spielen, sind sie ja nicht Gegenstand in den Urteilen. Einzelfälle? Sind es Einzelfälle? Aber wisst ihr, der Punkt ist, wenn er so guckt, ein bisschen dramatisch, ja.
wird in der Klinik über Wochen jede Nacht ans Bett fixiert. Ich habe die letzten Nächte mehrfach geschrauen, ich habe gerannt, ich habe gesagt, ihr müsst mich defixieren, ich halte es nicht mehr aus. Wenn du nur das hörst, dann sagst du, das kann nicht wahr sein. Weil jeder Mensch, der ein bisschen Mitgefühl hat, der sagt, es ist nicht auszuhalten, ja, das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Ja. Und das ist auch echt ein schwieriges Thema und jeder, der sich von euch damit beschäftigt, Respekt, ja. Aber wegen solchen Leuten, wenn Menschen, die Jahrzehnte gequält wurden, nicht ernst genommen. Hey, und wenn du so missbraucht wurdest und wenn du so behandelt wurdest und kein Mensch glaubt dir, was denkt ihr eigentlich, wie sich die dann fühlen? Habt ihr nicht auch Angst, dass sie die umbringen dann? Weil das ist nämlich auch ein Bestandteil vom SRF-Video. Sie haben Angst, dass sie die Opfer wegen dem Verhalten von den Therapeuten umbringen. Ja. Habt ihr eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es den Menschen geht, die das durchlitten haben und was euer Video bei denen auslöst? Wenn die Medienwelt sie verachtet, auslacht und nicht ernst nimmt? Und dann gibt es ein paar, die diesen Menschen helfen, die ein Leben dafür einsetzen und widmen, Zeit, Liebe den Menschen geben, Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit. Und dann kommt ihr mit 3 Videos und wischt das weg. Das ist alles nur Schwachsinn. Das ist alles nur Schwachsinn. Und dann abends ins Bett gehen und ruhig schlafen und denken, ich habe halt richtig was Gutes gemacht. Ja. Urteile in Deutschland, aber es gibt auch Urteile im Ausland. US-Gericht. Haben wir schon gehabt. Kid Valley Wales, Sektenführer und Helferinnen verurteilt. Oliver Shanti haben wir auch schon gehabt. Dutroux haben wir auch schon gehabt. Also, keiner kann abstreiten, dass es radikalen Missbrauch gibt. Keiner kann abstreiten, dass es Täternetzwerke gibt. Keiner kann abstreiten, dass es pädophilen Netzwerke gibt. Kann keiner abstreiten. Jeder, der das tun würde, würde man sagen, der ist ja nicht zurechnungsfähig. Keiner kann abstreiten, dass es Sekten gibt. Kann keiner, oder? Sekten gibt's. Jeder, der abstreiten würde, dass es Sekten gibt, da würde man sagen, der ist ja gar nicht zurechnungsfähig. Ja. Keiner kann sagen, dass es keine Satanisten gibt. Kann keiner sagen. Denn es gibt sie. Ganz öffentlich. Gibt es auch total viele verschiedene Gruppierungen. Da kann man mal gesondert drüber reden. Die ganzen Strukturen. Ja? Theistisch, atheistisch. Kann es jemand abstreiten? Kann keiner abstreiten. Satanisten gibt's. Missbrauch gibt's. Und jetzt kommt ein Herr Reh, angehüpft und sagt, aber Missbrauch im Satanismus
Und rituelle Gewalt im Satanismus, das gibt's nicht. Gibt's nicht. Und wenn du das behauptest, bist du ein Verschwörer. Ein Verschwörungstheoretiker. Stempel. Ein Lügner. Halt mal fest. Missbrauch, pädophilen Netzwerke und Organisationen gibt's. Satanismus gibt's. Aber wenn wir dir an rituelle Gewalt glauben und Menschen kennen, die das erlebt haben und sagen, ja genau, das gibt's auch zusammen, ja. Kann es ja einzeln geben. Gibt's aber auch zusammen. Wenn wir sagen, es gibt's zusammen, dann sagt's ihr seid Lügner und Verschwörer. Macht es Sinn? Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn du in Hochgeschwindigkeit so ein Video anschaust und ganz normal in deinen Job gehst, ja, 9 to 5 und abends nur um 7:45 dir ein Bierchen einpfeifst und dann Dschungelcamp anschaust, dann willst du mit dem Thema nichts zu tun haben, eventuell, ja. Dann schaust du vielleicht das Video und sagst, ja genau, die ganzen Wahnsinnigen da draußen und so. Aber wenn du Menschen kennst, die das erlebt haben, und damit meine ich nicht ein 10-Minuten-Interview, ein bisschen mit Ton hinterlegt und ein bisschen episch geschnitten, ja, sondern richtig kennst, im Alltag, in normalen Situationen, dann wird es zu einem anderen Urteil kommen. Weil es gibt nämlich Sachen, die kann man anderen nicht einreden. Natürlich gibt es schräge Therapeuten, ja. 100%. 100%. Das sie ist Leonie tatsächlich fixiert worden, weil die Ärztinnen davon ausgegangen sind, sie würde von unbekannten Tätern bedroht werden. Schön, hat es geklappt. Hast du es gefunden? Ja, super, merci. Die Ilona. Hallo Ilona. Ja, am besten gehen wir gerade rein. Oder? Gut, ja. Seit der Sprachnachricht, die sie uns geschickt hat, sind ein paar Wochen vergangen. Und es geht der Leonie wieder deutlich besser. Sie bringt einen Teil von ihren Akten mit. Austrittsberichte und Gutachten von verschiedenen Kliniken, Therapievereinbarungen, Gefährdungsmeldungen und Dokumente von Therapeutinnen. In diesen Akten schreibt eine leitende Ärztin an die KESB: Leonie wurde für die Sekte gezeugt und für die Sekte von klein auf programmiert. Mehrmals fanden auch sodomistische Rituale statt. Die Täter verlustieren sich selber an den Kälbern. Später wird Leonie gefilmt, wenn sie von einem Hund, der vorher aufgegeilt wurde, penetriert wird. Für die Penetration durch ein Pferd wird sie auf einem Tisch platziert. In Voll- und Leermondnächten treffen sich die Männer in schwarzen Kutten und roten Augen auf dem Friedhof. Sie bringen im Kofferraum nackte Mädchen mit. Eines der Mädchen muss einen Fötus schlachten. Das Blut wird zur Reinigung getrunken, das kleine Herz gegessen. Echt brutale Aussagen. Und wenn du mit dem Thema nichts zum Tor hast, dann sagst du, das kann nicht sein, das kann nicht sein, es gibt keine so verrückten Menschen. Aber doch, die gibt's. Genau die gibt's. Es gibt alles. Und der Punkt ist, warum es Menschen gibt, die über das Thema aufklären, ist, weil sie die Ungerechtigkeit aufdecken wollen und das weniger wird. Und wenn man die Zusammenhänge nicht weiß, dann wird jetzt hier ein Auszug eingeblendet, ein Auszug aus dem psychiatrischen Gutachten von der Leonie. Aber wie kommen die denn zu dieser Aussage? Haben Therapiesitzungen vorher stattgefunden, wo sie das ausgesagt hat? Ich meine, das Video suggeriert, das ist halt alles gelungen. Der Therapeut hat sich gedacht, da schreibe ich mal irgendeinen Schmarrn.
Ist das glaubwürdig? Es gibt mit Sicherheit Therapeuten, ich will hier keinen in Schutz nehmen. Ja. Ich weiß es nicht, habe ich ganz am Anfang vom Video schon gesagt. Aber ganz ehrlich, denkt mal drüber nach, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass alles gelogen ist? Und zwar denkt jetzt genau an die ganzen Argumente, die ich vorher gebracht habe, die Webseiten, die wir angeschaut haben, die Fälle, die wir uns angeschaut haben. Wie hoch ist denn jetzt noch die Wahrscheinlichkeit, dass alles gelogen ist? Und das ist schon eine Art von beeinflussender Berichterstattung. Weil es werden mit Sicherheit, sie ist da dort eingeliefert worden, es werden therapeutische Gespräche stattgefunden haben und sie hat die Diagnose bekommen, dass sie eben eine dissoziative Identitätsstörung hat. Bitte lest, machen wir jetzt nicht, sonst wird es zu lang, das Video. Aber lest mal noch, was eine dissoziative Identitätsstörung ist. Ein massives Trauma in der Kindheit hat die Folge, dass sie die Persönlichkeit aufspaltet von einem Kleinkind und dadurch verschiedene Persönlichkeiten entstehen. Ein komplexes Thema. Und das ist auch, wenn man da Sachen drüber, es ist nicht so leicht zu verstehen. Aber es gibt dann auf einmal verschiedene, wenn es eine Person ist, ja, es gibt dann auf einmal verschiedene Personen, mehrere. Es gibt dann mehrere. Und das ist der Grund, oder es kommt jedenfalls später dann vor, oder ich denke auch, dass das der Grund ist, warum die eine Persönlichkeit auf einmal von gar nichts was weiß. Er sagt, was ist denn hier los? Wo bin ich geraten? Der erzählt mir irgendwas. Ja. Und dass eben solche verwobenen Konstrukte entstehen. Und ich glaube, das ist unheimlich schwierig für einen Therapeuten, auch das nach außen hin oder gegenüber anderen Menschen erklärbar zu machen. Ich habe es mit einer Person zu tun, die verschiedene Persönlichkeiten hat. Und dann tauscht sie vielleicht der Therapeut mit jemand anders aus und dann ist eben der Patient da und verhält sie 100% anders da wie beschrieben. Der sagt, irgendwas stimmt ja hier nicht. Und die Täter legen ja das so an, dass die Opfer in bestimmten Situationen zu ihren Gunsten reagieren, damit das Ganze nicht auffällt. Und deswegen das Thema ist so unvorstellbar komplex. Da kannst du nicht einfach mal so schnell ein Video machen und sagen, ja, alles klar, das ist alles der Schmarrn. Ja? Das kannst du einfach nicht. Die Penetration durch ein Pferd wird sie auf einem Tisch platziert. In Voll- und Leermondnächten treffen sich die Männer in schwarzen Kutten und roten Augen auf dem Friedhof. Sie bringen im Kofferraum nackte Mädchen mit. Eines der Mädchen muss einen Fötus schlachten. Das Blut wird zur Reinigung getrunken, das kleine Herz gegessen. Sagen die Leute, ja, wie kann denn das nachts stattfinden? Das muss doch jemand mitkriegen, das muss doch möglich sein. Hey, habt ihr euch schon mal gefragt, wie die ganzen Drogen in unser Land kommen? In die Schweiz, nach Österreich, nach Holland, Deutschland, Italien. Woher kommen die ganzen Drogen? Wie funktioniert denn der Menschenschmuggel? Wie geht denn das? Ab und zu kommt da mal was raus. Hier auch.
Bloß bei Kokain, da halten die Medien sofort die Kamera drauf und sagen, wir haben extrem gute Polizisten, ja, die haben schon wieder 1 Kilo Kokain aus dem Verkehr gezogen. Aber bei dem Thema, nee. Wisst ihr, was in der Welt alles im Verborgenen passiert? Und da glaubt ihr doch auch, dass es im Verborgenen passiert. Warum denn hier nicht? Bist du in einer Sekte gewesen? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Nein. Ich bin aufgewachsen, ganz normal, ohne irgendeine religiöse, satanistische, ohne eine Sekte, was auch immer. Dissoziative Identitätsstörung. Wie gesagt, nochmal, ich weiß nicht, ob die Leonie das hat. Ich kenne sie nicht. Vielleicht ist auch in ihrem Fall falsch gehandelt worden. Ich will es nicht abstreiten. Aber macht nicht den Fehler und sagt, aufgrund von ihrem Fall ist es generell so. Macht es nicht. Und deswegen halte ich das Video auch für so gefährlich. Weil es eine große Reichweite hat. Wenn da nämlich ein Mensch ist, und ich verweise nochmal auf Wikipedia, ja, zahlreiche waren falsch, aber eben nicht alle. Ja. Link auf Wikipedia. Was ist denn mit denen, bei denen es wirklich passiert ist? Habt ihr euch schon mal über die Gedanken gemacht? Wie sie die fühlen? Was mit deren Leben passiert? Und nochmal, wenn ein Mensch da ist, ja, der dissoziative Identitätsstörung hat, dann wird er auch so sprechen. Das ist ein Schutzmechanismus. Da kommt eine Person nach vorne, um das Ganze zu schützen. Das ist so angelegt. Habt ihr eigentlich schon mal, ich weiß nicht, also ich habe schon mal gehört davon, ja, dass Eltern ihr Kind geschlagen haben. Habt ihr auch schon mal davon gehört? Ich habe 100%ig auch schon mal davon gehört. Und was machen eine Vielzahl der Eltern, nachdem sie eine Backpfeife ihrem Sohn gegeben haben? Die sagen dann, hey, das erzählst du nicht weiter. Aber warum sagen diese Eltern, das erzählst du nicht weiter zu dem Kind? Weil sie nicht möchten, dass rauskommt, wie sie gehandelt haben. Das heißt, ihnen ist bewusst, dass das, was sie getan haben, unter Umständen falsch war. Und deswegen möchten sie nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und wir reden hier von einer Backpfeife. Und wenn es jetzt Täterkomplexe gibt, die Kindern massive Gewalt antun, wollen die dann, dass das rauskommt? Nee, oder? Nee, die wollen das nicht. Ja, die wollen das nicht. Und sie werden es verhindern. Vielleicht können sie es nicht bei einem Erwachsenen verhindern. Und deswegen ist da auch der Grund, warum die anfangen, direkt bei kleinen Kindern so zu agieren. Weil die dann noch erziehbar sind, formbar, programmierbar. Das ist der Grund. Und wenn sie noch so eloquent sprechen, sie verhalten können so, wie wenn es äußerst Schmarrn ist, dann kann es unter Umständen doch stimmen. Und deswegen ist das Thema unvorstellbar kompliziert und schwierig. Ja.
Und das ist eine Sache, die läuft seit Jahrhunderten. Gar nicht. Meine Mami ist ganz normal, meine Eltern, mein Papi auch, meine Schwester auch. Es hat gar nichts mit irgendeiner Sekte zu tun. Als Jugendliche ist Leonie psychisch krank geworden. Später hat man ihr geraten, eine Traumatherapie zu machen. So ist sie zu der Traumatherapeutin gekommen, die alles angefangen hat. Bis du zu deiner Therapeutin gekommen bist, hast du noch nie etwas vom satanistischen rituellen Missbrauch gehört? Gar nicht, nein. Also ich würde sagen, nicht einmal irgendwie im Fernsehen oder irgendwo. Es ist, glaube ich, dann halt einfach noch gar kein Thema gewesen, weißt? Thema ist es erst in der Traumatherapie geworden. Die Leonie ist während 7 Jahren immer tiefer in den Verschwörungsglauben hineingerutscht. Sie hat am Schluss geglaubt, sie werde rituell missbraucht und von unbekannten Tätern verfolgt. Ihre Traumatherapeutin war so tief in dem Verschwörungswahn drin, dass sie immer wissen. Und das ist auch Realität, dass die Betroffenen eben verfolgt werden. Weil die wollen die natürlich nicht verlieren. Und oft ist es so, dass wenn Erinnerungen zurückkommen, auch bei schwer Traumatisierten, dann ist es in einem Alter von 30 und höher, wo einfach diese Dinge dann in der Erinnerung hochkommen. Bei manchen vielleicht dann nie. Wissen, wo die Leonie ist, aus Angst, sie könnte von den unbekannten Tätern gequält werden. Also es ist ja dann eigentlich so weit gegangen, dass ich von ihr getrackt wurde mit so einer Tracking-App. Sie hat dann immer gesehen, wo ich bin. Live eigentlich. Also warte. Darf ich das mal anschauen? Ich meine, wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Therapeutin reagiert hat. Aber ich kann nachvollziehen, wenn ich Menschen mag und Menschen helfe, wo ich besonders in diesem Bereich, hey, und da gibt es so wenige, die sich der Sache stellen, dann haben die ja ein Herz für ihre Patienten. Und wenn sie wirklich denken, dass die Patienten zu Schaden kommen, dann ist es doch was Positives, oder? Wenn sie Auge auf ihre Patienten haben. Weil sie Angst haben, dass einer was passiert. Okay? Ich weiß nicht, ob es in dem Fall so war. Weiß ich nicht. Aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, ja. Wenn ich jemanden in Obhut habe und der wird bedroht, ist es dann normal, dass ich ihn schützen will? Ja, es ist normal. Das ist so ein Screenshot zum Beispiel. Ich sehe, dass ich sehe, wenn du das Haus verloren hast und wo du hin bist. Ja? Und ich sehe da aber auch auf WhatsApp Nachrichten. Und ich sehe da über 5000 Nachrichten, die ihr da hin und her geschrieben habt. Also das ist ja, also zuerst mal, dass es übergriffig ist, dass sie dich trackt. Total. Aber auch, da ist keine Nähe und Distanz mehr zwischen euch, oder? Das sind alle miteinander per Du. Also 5000 Nachrichten ist schon echt viel. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr genau hinhört und das auseinander dividiert, was er sagt. 5000 Nachrichten. Waren die 5000 Nachrichten von der Therapeutin? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht waren 500 von der Therapeutin oder 1000 von der Therapeutin. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit waren mehr als 50% von der Leonie, oder nicht? Interaktion. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der bei WhatsApp weniger schreibt wie der andere. Aber hier wird suggeriert, dass die 5000 Nachrichten von der Therapeutin sind, ja. Und dass das alles von der Therapeutin ausgegangen ist. Aber wir wissen nicht, ob das alles von der Therapeutin ausgegangen ist. Vielleicht ist ja alles von der Leonie ausgegangen. Wir wissen es einfach nicht. Und sie lassen das ein im Video offen. Hätten sie ja auch einblenden können, so wie vorher die Auszüge von der Therapeutin. Aber da haben sie es eben nicht gemacht. Sondern die Frage ist, warum habt ihr dann da nicht auch Einblendungen gemacht? Hat sie um Hilfe gefleht,
bei der Therapeutin? Hat sie gesagt, die wäre verfolgt? Hat sie gesagt, die wollen mich abholen? Wahrscheinlich ja. Sonst hätte die Therapeutin ja nicht so reagiert. Eine Sache ich will nur sagen, das ist total wichtig, weil das vorher in Bezug auf das Fesseln an dem Bett war. Geht natürlich überhaupt nicht. Weil wenn jemand schon so massiv traumatisiert wurde und festgebunden wurde in Ritualen und in diesem Bereich, dann geht das überhaupt nicht, weil das eine Retraumatisierung ist. Ja. Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern die hat mir eine betroffene Person gesagt. Ja. Also wenn es der Fall da gewesen ist, geht gar nicht. Es gibt andere Möglichkeiten. Okay? Also, ihr merkt schon, man muss einfach abwägen. Und wer die Wahrheit sucht, der muss Lüge und Wahrheit trennen. Und die Wahrheit ist, dass das Fixieren wirklich nicht geht, ja. Das ist halt so. So, wir wollen hier Aquabashing machen, SRF, alles schlecht. Sondern wir wollen die Wahrheit sagen, ja. Ja. Schau, da hast du den Verlauf, das ist unser Chatverlauf, also der ist endlos. Und das hat mir ja dann irgendwo am Anfang zumindest auch gut getan. Und so bin ich in die Abhängigkeit reingekommen und habe dann auch ganz viel mit mir machen lassen, was ich sonst niemals gemacht hätte. Ich hatte irgendwann so das Gefühl, ohne die Therapeutin kann ich nicht mehr leben. Ja, ohne sie habe ich niemanden mehr. Ja. Und sie hat das aber auch wollen. Sie hat gesagt, du sollst den Kontakt abbrechen. Okay, das ist generell schlecht. Wenn man das Gefühl hat, man kann ohne einen Therapeuten nicht mehr leben, ist nicht gut. Aber ganz ehrlich, wenn man seine Sachen erlebt hat, dann braucht man einfach eine Person, die zu einem steht und für einen da ist, oder? Aber die Person muss natürlich so sein, dass sie eben die Eigenständigkeit erhalten will, ja. Wenn man da auf jemanden trifft, der das ausnutzt, Katastrophe. Mutter zu deinen Schwestern, zu deinen Nächsten. Ja, weil die anscheinend ja alle so involviert waren. Also sie hat mir teilweise auch aus einem Buch vorgelesen von der Alison Miller. Und dort drin hat es auch einen Kalender. Je nach Datum wird halt Säugling geopfert. Oder dann ist nur quasi, dass die Frauen müssen den Männern dienen, sagen wir mal so. Hat sie dir gesagt, du hättest Säugling geopfert? Ja. Also nicht nur quasi geopfert, sondern halt auch mit einem rituellen Schnitt quasi dann auch das Herz entnommen und das Blut drum. Okay, das ist ja wirklich eine krasse Sache. Die Frage ist, hat es halt nur die Therapeutin ihr eingeredet? Das ist die große und entscheidende Frage an der Sache. Und jetzt frage ich euch, was hat die Therapeutin für einen Grund am anderen Menschen, der krank ist, der in die Psychiatrie kommt, der am Boden liegt, der selbstmordgefährdet ist, der zerstört ist, dass sie dem das dann auch noch einredet, dass er jemanden umgebracht hat. Das ist eine Brutalität. Ist jemand fähig, sowas zu machen? Ja, wahrscheinlich schon. War es in dem Fall so? Weiß ich nicht. Machen das Täter zu 100%. Gibt es Menschen da draußen, die an sowas Freude haben? Wahrscheinlich. Aber ist genau so jemand da drinnen und versucht aktiv die Verschwörung, rituelle Gewalt
voranzutreiben? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und ich bin sicher, es gibt Therapeuten, die tun Sachen suggerieren, die tun Sachen einreden, die drängen einen in eine bestimmte Richtung, mit Sicherheit. Und es gibt auch Therapeuten, die Situationen ausnutzen, mit Sicherheit. Aber die Detailgenauigkeit, die Opfer berichten, Gerüche, Menschen, Personen, Orte, Situationen, Gefühl, Farben, Bilder, Umgebungen, das ist so genau. Das kann niemals jemand anderes jemanden einreden. Ja? Das kann man vielleicht einmal einüben und einstudieren, dass man es einmal auswendig aufsagen kann. Aber dass dann jemand immer wieder wiederholend die gleiche Geschichte erzählt, das kann der beste Lügner nicht. Das kann der beste Lügner nicht. Und darauf basiert der ganze Satanic Panic Schmarrn. False Memory. Ja. Ja. Welches Kleinkind denkt sie denn schon aus, dass sie von ihrem Vater vergewaltigt wird? Da muss man sich übrigens auch mal damit beschäftigen. Die False Memory gegründet haben, die haben das dann Ganze wieder eingestellt und das ist dann rübergeschmappt von Amerika. Aber das ist natürlich wieder ein super Mittel, um den nicht nachzudenkenden, den oberflächlichen Menschen zu sagen, das ist alles ein Schmarrn. Das ist alles ein Schmarrn. Also du hast geglaubt, du hättest das gemacht? Sie hat dir das gesagt, du hättest das gemacht? Ich kann nicht sagen, ob ich es wirklich geglaubt habe. Ich kann das so gar nicht sagen. Aber irgendwo habe ich mich auf jeden Fall schlecht gefühlt, weil ich es nicht so ganz gewusst habe, ob ich es vielleicht doch gemacht habe. Ja. Sie macht auf mich überhaupt keinen... Also sie macht auf mich einen total normalen Eindruck. Sie kann herausragend gut reden, sehr eloquent, besser als ich, sehr zielstrebig und so. Also sie macht jetzt nicht den Eindruck, wie wenn sie gerade in Behandlung wäre. Ja? Wir haben die Traumatherapeutin von der Leonie. Und das macht mich misstrauisch. Ja? Das macht mich misstrauisch. Mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätte die Leonie fehltherapiert und so die Situation von der Leonie dramatisch verschlechtert, weil sie offensichtlich an die Verschwörungserzählung geglaubt hätte. Das ist ihre schriftliche Stellungnahme. Ich weise die erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Die Vorwürfe verkennen insbesondere, dass die Auseinandersetzung mit Standpunkten einer Patientin ein zentraler Teil jeder psychotherapeutischen Behandlung ist und nicht mit der Anerkennung dieser Standpunkte durch die behandelnde Person zu verwechseln ist. Sie sagt, sie hat sich einfach in deine Geschichte... Standpunkten einer Patientin ein zentraler Teil jeder psychotherapeutischen Behandlung ist und nicht mit der Anerkennung dieser Standpunkte durch die behandelnde Person. Okay, und jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen. Das Video wird echt lange. Ich hoffe, ihr haltet das durch. Also okay, der Punkt ist, er legt jetzt, was hier steht, völlig falsch aus. Ja? Ich weise die erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Die Vorwürfe waren, Therapeutin hat es ihr eingeredet. Also er sagt, das stimmt nicht, es ist der Leonie nicht eingeredet worden. Die Vorwürfe verkennen insbesondere, dass die Auseinandersetzung mit Standpunkten einer Patientin eine zentrale Rolle jeder psychotherapeutischen Behandlung ist. Die Auseinandersetzung mit Standpunkten. Okay? Woher kommt denn die Auseinandersetzung mit Standpunkten? In einem therapeutischen Gespräch erzählt der Patient dem Therapeuten eine Sache, die ihn belastet. Und dann tut der Therapeut zusammen mit dem Patienten sich die Sache anschauen und möchte, dass sich der Patient damit auseinandersetzt. Ergo, die Leonie hat Sachen gesagt, die mit dem Thema zu tun haben. Okay? Und nicht mit der Anerkennung dieser Standpunkte
durch die behandelnde Person zu verwechseln ist. Wenn jetzt Sachen rauskommen, weil der Robin will ja dann darauf hinaus, dass das sozusagen, dass sie zugeben, dass das nicht stimmt. Aber ich lese diese Sätze anders da. Und jeder, der ein bisschen Ahnung von diesen Themen hat, der weiß, was damit gemeint ist. Und zwar will der Patient nicht anerkennen, dass dem das wirklich passiert ist. Ja? Wenn du einen alkoholkranken Vater gehabt hast, der dir die ganze Zeit geschlagen hat, dann willst du dir auch nicht eingestehen, dass das ein totaler Versager war. Und wenn es um solche Themen geht, die da zutage kämen, dann sagt der Patient, hey, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Die haben mir das nicht angetan, mein Vater ist nicht nachts zu mir gekommen. Und die haben mich nicht weggebracht und die haben da nicht irgendwelche abstrusen Rituale mit mir gefeiert. Das kann alles gar nicht wahr sein. Abwehrhaltung. Weg, weg. Lass mich in Ruhe, ich will das überhaupt gar nicht wissen. Das ist doch die Aussage von dem Therapeuten hier. Zu verwechseln ist. Sie sagt, sie hat sich einfach in deine Geschichte reinversetzt und hat das alles gar nicht geglaubt. Das käme alles von dir. Wenn sie das nicht geglaubt hat, warum hat sie dann eine Anzeige gegen die unbekannte Täterschaft gemacht? Sie hat mich auch nach Südafrika geschickt, in einen Schutzaufenthalt, damit ich Distanz habe zu diesen Tätern. Warum hat sie die Bücher mir gegeben? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man so etwas nicht glaubt, macht man das nicht. Wir haben natürlich nachgefragt, was sie auf das sagt. Sie weist auch diese Vorwürfe zurück. Für die Therapeutin ist die angebliche Bedrohung, die von diesen unbekannten Tätern ausgeht, offenbar so real gewesen, dass sie mehrere Gefährdungsmeldungen bei der KESB, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, gemacht hat. Es besteht eine latente Gefährdung. Aus Hinweisen aus der Therapie ist nicht auszuschließen, dass die Patientin im Rahmen von Kultritualen auch anderen Menschen Gewalt antut. Aus therapeutischer Sicht ist es wichtig, die Patientin länger, mehrere Wochen bis Monate vor Übergriffen von Tätern zu schützen, Schutz vor Gewalt sowie vor den ständigen Programmierungen, bis sie besser stabilisiert ist. Das ist doch auch keine verwerfliche Aussage, oder? Welche andere Option hätten denn die Therapeuten? Ist doch klar, dass die schützen wollen. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Solothurn ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Was hat das für dich für Konsequenzen gehabt? Also zuerst einmal aus dem Nichts raus überraschend einfach eine Hausdurchsuchung. Die haben wirklich alles auseinandergenommen, meine Handys mitgenommen, mein Laptop mitgenommen, alles Mögliche, irgendwie, was interessiert hat, mitgenommen. Und dann etwa einen Monat später durfte ich dann eine Videoaussage, also eine Videoeinvernahme machen, wo ich dann aber eigentlich recht schnell abgebrochen habe, weil man als Opfer in dem Sinne das Recht hat, nichts dazu zu sagen. Auch die Mutter und die jüngere Schwester von der Leonie haben zu dieser Einvernahme antraben. Wir gehen jetzt zu der Mutter. Hallo, hallo, hallo. Sie zeigt ihr Gesicht nicht, weil sie eben Angst hat, dass die Anhängerinnen von dieser Verschwörungserzählung... Okay, das können wir überspringen. Die Mutter sagt natürlich, das ist der absolute Wahnsinn. Das gibt es in unserer Familie nicht. Das kann alles nicht wahr sein. Das liegt am Therapeuten. Ich meine ganz ehrlich, wie gesagt, ich weiß nicht, was in der Familie los ist. Aber geh doch mal davon aus, ja, wir denken uns eine andere Person aus, gleiche Situation, gleich auch eine Familie und da sind die Eltern Täter. Würden die dann irgendwie dem SRF-Reporter sagen, ja, genau, wir machen das alles, stimmt. Ist doch logisch, dass die das abstreiten, oder? Also bei 99% der Gerichtsverhandlungen sagt der Täter, ich bin unschuldig. Wenn du im Gefängnis fragst, wer ist denn hier schuldig? Ja, sind alle unschuldig. Alle Opfer der Justiz. Gibt keine Schuldigen. So, und da brauchen wir uns überhaupt gar keine Illusion machen, dass die einfach zugeben, wenn man sie damit konfrontiert, dass das stimmt. Sie als Bottenname gegeben hat, dann gibt es auch Unterlagen dazu. Die Leonie hat die Akte von der Staatsanwaltschaft Solothurn angefordert. Du füllst da 2
volle Aktenaufnahmen, Videokameras. Also, warte, ich schlage einfach mal zufällig noch einmal auf. Das ist genau. In der Situation wirkt die Leonie nicht immer ganz so selbstsicher und straight wie in den anderen Situationen. Da wirkt sie einfach, ich sage jetzt mal, etwas kindlicher und unbeholfener. Ist das die Leonie? Bist du das? Ja. Hat man dich doch gefilmt, wie du... Hab's gehört, wie sie gesagt hat, ja, das ist doch völlig anderes Verhalten wie in den anderen Szenen davor, oder? und raus bist, hast du das gewusst? Die Leonie ist also tatsächlich von der Staatsanwaltschaft Solothurn observiert worden. Ja, Ihr wird das alles zu viel. Sie geht mit Ilona spazieren, während ich mir die Akten genauer anschaue. und ich kann nur ein... Hey, ganz ehrlich, während er sich die Akten genau anschaut, habt ihr die Aktenordner gesehen? Habt ihr gesehen, wie viele Seiten das sind? Das sind 500, keine Ahnung, mehr als 500 Seiten, das sind 3 dicke Ordner. Da gingen die Arme kurz um den Block, dann hat er sich schon einen Überblick gemacht. Der Superschlaue mit der Brille. Hey, volle Verarschung, wirklich. Glaube ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, und jeder, der sich schon mal mit Polizeiakten auseinandergesetzt hat, es ist schwer zu verstehen, was die schreiben. Da musst du eine Woche lang die Sachen studieren, um dir ein Urteil bilden zu können. Aber er ganz locker, ja, kein Thema, machen wir schnell einen Überblick und so und trinken noch einen Kaffee dazwischen. Hey, bei aller Liebe. Ich sage, ich kann es nicht Ja, fassen. einmal reingeblättert. Da haben sich einfach Leute gefunden, also du, der Genau. psychisch krank ist, die das glaubt, dann deine Therapeutin, die das immer voranstößt, der Staatsanwaltschaft, die sich für das einsetzt, die anordnet, dass man dich überwacht, wo das auch durchgebracht hat und mit viel Leidenschaft da Fotos von dir hat. Da regt es jetzt total auf, okay? Habt ihr schon mal ein Mitgefühl von ihm gesehen gegenüber ihr? Mitgefühl. Sagt, es tut mir total leid, was dir widerfahren ist und so. Habe ich noch nicht gesehen. Und wisst, was mir auch aufgefallen ist, will ich auch nochmal an der Stelle sagen. In den anderen SRF-Dokus, ich meine, ich habe mir jetzt nicht jedes Video angeschaut von dem YouTube-Kanal, aber ich habe das Gefühl, er kommt nur in den Videos vor, wo es um rituelle Gewalt geht. Also ist ja nicht so, dass SRF-Doku komplett nur mit ihm gedreht wird. Müsst ihr mal die anderen Videos anklicken, ja. Vielleicht habe ich mir jetzt auch getäuscht, ich habe jetzt auch nicht ewig Zeit investiert, alle anzuschauen. Aber erstmal ist mir aufgefallen, der ist nur bei dem Thema rituelle Gewalt dabei. Und der ist ja richtig heiß auf das Thema. Und der will ja unbedingt belegen, dass das alles so Schwachsinn ist. Ja. Und wenn man dann auf seinem privaten YouTube-Kanal schaut, dann hat man eher das Gefühl, da ist ein Mensch, der einfach auch sich nach Liebe sehnt. Und da ist ein Mensch, der Aufmerksamkeit braucht. Ja. Ja, ich bin so ein kleiner YouTuber, ich habe nur so ein paar Klicks und so, aber durchhalten. Die großen YouTuber sagen einfach stetig weitermachen, immer produzieren, dann kommt schon der Erfolg. Hey, wirklich. Ich kann es echt verstehen, dass ein Mensch irgendwie Bedeutung haben will und Aufmerksamkeit und so. Aber geht es auch ein bisschen sensibler? Also, echt nicht. Und alles Mögliche von dir, wo du über mehrere Monate überwacht wirst, nicht nur das Aber darf Telefon, man das sondern auch überhaupt? Kameras. Das ist bewilligt worden von einem Gericht. In dem Fall braucht man doch eine Therapeutin, die einen stützt und einem klar macht, was ist real und was ist psychische Erkrankung. Wo die Frau Anzeige macht, ist klar, dass man von satanistischen rituellen Wahnsinn redet. Dort hat man aufhören. Genau, das ist jetzt sein Fazit, satanistisch-ritueller Wahnsinn. Kann sein, dass das in dem Fall ich weiß es nicht, ja. Wir wünschen uns alle, dass Staatsanwaltschaft ermittelt. Wir wünschen uns alle, dass die Polizei das ernst nimmt. Wir wünschen uns alle, dass diese Menschen
ihre gerechte Strafe bekommen, ja. Wenn nicht auf Erden, auf jeden Fall vor Gott, ja. Aber sein Fazit ist einfach falsch. Die Fakten, die du hier darlegst, wenn man die genau anschaut, dann zerbröseln sie. Und nichts bleibt übrig. Außer einem Menschen, der versucht hat, andere in Misskredit zu bringen. Und warum die Staatsanwaltschaft jetzt gleich hier Handy abgehört hat, Fotos gemacht hat, Videos gemacht hat, ich sag nichts dazu. Ich weiß es nicht. Es scheint auch ein bisschen extrem zu sein. Ja. Wir kratzen nur an der Oberfläche. Aber jeder, der sich schon mit den Themen beschäftigt hat, der macht sich viele Gedanken, ja. Warum hat die Staatsanwaltschaft und die Polizei so gehandelt, wie sie gehandelt hat? Als ich zum ersten Mal das Video angeschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, super, ey. Endlich hat mal jemand was gemacht. Okay? Auf den zweiten Blick, keine Ahnung. Ja. Wir sagen, stopp, das gibt's nicht. Die Therapeutin von der Leonie hat Stopp! Das gibt's schon. die Kantonspolizei regelmäßig über die Therapiesitzungen informiert. Sie hat über 100 WhatsApp-Nachrichten und E-Mails geschrieben oder weitergeleitet. Zum Beispiel schreibt die Therapeutin dem Kantonspolizist, der in dem Fall ermittelt: Gemäß Plan müsste heute ja Ritual sein, Abschlussfest und Mond. Meistens sind Mondrituale laut Patientin bei Friedhof Burg und finden zur dunklen Stunde statt, also nach Mitternacht. Kurze Info, heute Abend in einem Puff Treffen geplant, runder Tisch genannt Das Mädchen tanzt auf dem Tisch. Männer bieten Geld, der Meistbietende kommt dann zuerst dran und darf... Da kann ich mir halt vorstellen, dass das als Therapeut das Schlimmste ist und so, du willst was machen, du willst helfen, du willst Sachen auffliegen lassen, du willst verhindern, dass schlimme Dinge passieren und du involvierst andere Menschen und versuchst das irgendwie anzuzeigen oder die Polizei darüber zu informieren. Die Polizei kommt hier, es ist nichts. Du stehst als absoluter Lügner da, Verschwörer, irgendwas. Hat zur Folge, dass wenn du das nächste Mal anrufst, dir sowieso nicht mehr geglaubt wird, dass du dir auch nicht mehr traust, irgendwelche Behörden mit zu involvieren, weil du denkst, das geht sowieso nach hinten los. Warum passiert so eine Situation? Sind sie gewarnt worden? Hören sie auch ab? Es ist auch ein Riesenthema, kann man sehr ausführlich diskutieren. Wie kommt denn das zustande? Aber nur weil da die Polizei nichts ermitteln konnte und weil da vielleicht die hingefahren sind, ich weiß es nicht, und nichts war, kann man doch nicht sagen, dass das generell weltweit auf diesem Planeten nicht stattfindet und nicht gibt. Die sind doch auch nicht doof. Ja, Herr Oberkommissar, geplante Drogenübergabe am Hamburger Hafen, Container 98, 20 Uhr. Informant, er hat es mir gesagt, ruft um 13 Uhr den Kommissar an, heute Abend um 20 Uhr Übergabe, ja. Und um 16 Uhr beschließen die Täter, dass sie nicht um 20 Uhr treffen, sondern um 23 Uhr. Und dann kommt die Polizei um 20 Uhr und was findet sie? Nix. Wie reagiert die Polizei, wenn das nächste Mal der Informant anruft? Die Polizei sagt dann, hey, du hast uns das letzte Mal schon angelogen. Totaler Schwachsinn. Wer weiß, ob es überhaupt die Drogendealer gibt, von denen du sprichst. Hey, was ich eigentlich damit sagen will, das Thema ist nicht so einfach. Und jeder, der es in 4 Zeilen auf grün in weiß schreibt
und denkt, damit ist ein Beweis da, dass es das alles nicht gibt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das muss man jetzt echt nur sagen. Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Machen mit dem Mädchen, was er will, dann der nächste Mann. Außerdem, in Ukraine sei ein Mann der Gruppierung verhaftet worden. Einer der 3 Großen dort vom Ring. Und weißt du, es ist noch viel verrückter. Die Kantonspolizei ist nach diesen schrägen Hinweisen von dieser Therapeutin nachgegangen. Und nach Abschluss von diesen Ermittlungen wird Von den Schrägen, da lacht er nur drüber. Die Polizei ist dann nachgegangen nach schrägen Hinweisen. Ja. Hey, wenn du in einer Notfallsituation bist und denkst, dass jemand anders akut bedroht wird, ist es dann schräg, wenn ich dagegen was machen will? Ist es dann schräg? Ich sag mal so, da scheinst eher du mir schräg zu sein. Menschen mit Courage, die anderen helfen, die nicht wegschauen. Ja? Die sitzt nämlich nicht in der U-Bahn und macht dann so, wenn jemand anders geschlagen wird. Die steht auf, die ruft die Polizei, die will was unternehmen. Ja? Und dann gibt es andere, die machen so. Ey, ich hab nichts gesehen. Ich hab keine Ahnung. Es geht mir nichts so. Ja? Interessiert mich nicht. So eine Spinner. Ja? Was interessiert mich das? Was passiert ist, dass er die Menschen zu Vollidioten macht. Und das ist verwerflich. Das ist maximal verwerflich. Maximal verwerflich. Da kommt nämlich kein einziges Mal ein Satz von ihm und sagt, in diesem Fall war das so. Oder in diesem Einzelfall. Da wäre mein Begriff Einzelfall toll. Aber bitte ihr da draußen schließt nicht darauf, wenn ihr schlimme Sachen mitkriegt und selbst wenn ihr nicht ganz sicher wisst, ob die Person verwirrt ist oder nicht, dann mache ich doch das trotzdem und gehe zur Polizei, oder? Wenn bei mir jemand an der Tür klingelt und sagt, hey, da will mich jemand umbringen, was mache ich dann? Tür zumachen und sagen, du bist ja ein Spinner? Nein, lass den rein, ich hol die Polizei, ich versuche ihm zu helfen. Das ist nämlich normal in unserer Gesellschaft. Aber was du machst ist, du hast eine mega riesengroße Reichweite und wenn einmal jemand da draußen wirklich mitkriegt, dass jemand in so einer Gruppierung drin ist und wenn der dann wirklich einmal mitkriegt, dass da irgendwas Schlimmes passiert, dann erinnert er sich an das Video und sagt, das sind doch alles Spinner. Und bevor ich genauso blöd dastehe, wie die Polizei oder die Therapeutin, halt lieber meinen Mund. Das ist nämlich der Außeneffekt von deinen Videos. Ja. Glasklar. Dass die von Leonie gemeldeten Ereignisse und Übergriffe zu einem hohen Prozentsatz komplett ausgeschlossen werden können. Die Untersuchungsbehörden konnten kein einziges Treffen oder Ereignis zum Nachteil von Leonie feststellen. Okay, das ist eine Aussage, die müssen wir stehen lassen. Wir wissen nicht, was da los ist. Ich habe es vorher gesagt, wir wissen es einfach nicht. Aber der Punkt ist, und ich hoffe sehr, dass es nur Polizeistationen und Polizisten gibt, die da nicht wegschauen, die wirklich helfen wollen und die, wo das aufdecken wollen. Ich weiß nur diesen Wahnsinnsvorfall, wo, was weiß ich, wie viel hunderte Terabyte von also ganz brutalen pädophilen Pornos gefunden worden ist, ja. Hat der Azubi irgendwie, keine Ahnung, ja, hat irgendeine Tür vom Safe offen gelassen und dann ist genau das Material, dann ist Material verschwunden. Welch ein Zufall. Oder Dutroux, haben wir vorher gesehen, Polizisten,
Sind auf einmal auch verschwunden. Trotz dieser Erkenntnis ist der Fall von der Leonie bis heute noch offen. Wir haben die Staatsanwaltschaft Solothurn mit dem konfrontiert und sie gefragt, wieso sie die Leonie aufgrund von Da regt das jetzt wieder auf. Ja. Das ist ja offen. Das ist ja Sauerei. Ja. Kann ja nicht wahr sein. einer Verschwörungserzählung observiert haben und Telefon Wir abgehört springen haben. jetzt einfach mal Im weiter. Rahmen des Fragen uns, wie die Therapeutin von der Leonie an diese Verschwörungserzählung hat können glauben. Das wollen wir mit dem Jérôme Endras besprechen. Er ist forensischer Psychologe und Experte für Extremismus. Grüezi, sehr Das freut. ist ganz wichtig, müsst ihr mal darauf achten, gell? In solchen Videos und bei solchen Sachen, da kommt dann immer ein Experte. Da wird erst die Beweisführung aufgebaut, in dem gesamten Video wird die Beweisführung aufgebaut und dann kommt der Experte und sagt, du hast recht, Robin. Also super, ja, 100% hast du recht. Ja, ich bestätige dir das alles, das könnt ihr dann auch senden. Ja. Das ist natürlich super. Indizien aufbauen, ja, und dann Beweis. Ja. Sie haben die Unterlagen schon anschauen können. Genau. Genau, In dem der Fall hat sich auch ist nur extrem die, viel schief gelaufen. der hat sich auch nur die Unterlagen angeschaut. Der hat wieder mit einem gesprochen, der hat wahrscheinlich genauso akribisch die Unterlagen durchgeschaut wie unser Herr Robin Reh vorher im Auto. Wie kann das sein, dass Psychotherapeuten aufgrund von einer Verschwörungserzählung therapieren? 30-50% der Gesellschaft hat eine Ansprechbarkeit auf Verschwörungserzählungen. Genau, also einfach mal gleich ein Drittel oder die Hälfte von der Bevölkerung ist erstmal, die sind eh nicht so schlau. Ja. Also wenn er 5 oder 10% gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, ja. Aber gleich ein Drittel oder die Hälfte, das ist ja unfassbar. Unser Experte. Laut empirischer Studien. Und dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass man das auch bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten antrifft. Man kann empirisch zeigen, dass je Empirisch zeigen kann man das. intelligenter die Menschen sind, desto weniger sie darauf ansprechen. Aber es gibt noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel, ob man so eine Neigung zu esoterischem Glauben Es gibt noch weitere Faktoren, dass man neigt zu esoterischem Glauben. hat. Auch wie stark ausgeprägt Selbstbewusstsein ist. Also es sind verschiedene Faktoren aus dem Bereich von der Intelligenz und von der Persönlichkeit. Das ist absolut krass. Also ihr müsst euch mal, das ist ja wirklich, wahrscheinlich ist das jetzt bewusst nicht, also es ist ja unfassbar, was der da sagt. Das ist einfach, der schlägt echt fast den Boden aus. Hey. Und er sagt im Prinzip, dass 30-50% der Bevölkerung einfach, sage ich mal, ein IQ unter 100 haben. Ja, sage ich jetzt mal so ganz platt. Die sind zu dumm, die neigen auch zu glauben. Ja, das war, also aus der Aussage könnte man davon ableiten, dass Menschen, die an Gott glauben, ja, erst einmal auch dumm sind. Dann drin sagen, die glauben an esoterische Dinge, okay. Aber so wirkt er, ja. So, der wirkt echt so, als hätte er keinen Glauben. Und wenn dann. Wo am Schluss ein eher dazu disponiert, eine Ansprechbarkeit zu haben auf Verschwörungserzählungen oder halt weniger. Verschwörungserzählungen haben nichts in der Psychiatrie, in der Medizin allgemein und in der Psychotherapie verloren. Sie sind nur destruktiv. Wieso hat man denn die Verschwörungserzählung? Die sind nur destruktiv, genau. Das ist einfach, also wenn jetzt jemand da ist, gell, der eigentlich Menschen hilft, der da in dem Thema bewandert ist und so, die Medien schaffen das, dass du dich gar nicht mehr traust, in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema zu beschäftigen, weil sonst fällst du aus der Gesellschaft raus. Du verlierst deinen Job, du wirst gebrandmarkt, ja. Jemand mit Brille und Kamera steht auf einmal vor deiner Haustür. Immer wieder weiter übernommen, von Institution zu Institution? Ich denke, ganz vieles davon ist nicht bewusst passiert.
ich denke, ganz vieles davon sind Leute, die gedacht haben, sie machen einen richtigen Job, indem sie einfach das übernommen haben, was die Leute schon vorher geschrieben haben. Das ist ja normal, oder? Dass ein Polizist erst einmal dich ernst nimmt, wenn du eine Anzeige machst. Das ist doch normal, dass eine Behörde reagiert, wenn sie über eine Sache informiert werden. Das ist doch ganz normal. Du bist ja keine Ahnung. Das ist doch logisch, dass das ernst genommen wird. Das erwarten wir doch alle. Also wenn er jetzt einen Einbruch zu Hause hat oder wenn ein Diebstahl bei ihm begangen wurde und er geht zum Polizeipräsidium und sagt, ey, Herr Oberkommissar, mein iPhone ist geklaut worden. Und der Oberkommissar sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, ob du ein iPhone gehabt hast. Vielleicht ist das ja eine Lüge. Oder vielleicht bildest du dir nur ein, dass du ein iPhone gehabt hast. Wie würde er dann reagieren? Da würde er sich drüber aufregen. Aber auf der anderen Seite verlangst du, dass wenn ein Betroffener sich das überwindet und zu der Polizei geht und eine Anzeige macht gegen einen Täter, dann erwartest du, dass der Polizist sagt, nö, glaube ich nicht. Ja. Das ist irgendwie eine Verschwörung, bitte geh wieder. Ja. So ein Schwachsinn. Das ist ja von so Verschwörungserzählungen, dass wenn einmal die Saat gesät ist, also dass viele Nachverhandelnde mit seiner gar Gestik nicht mehr merken, dass sie auf Grundlage von einer Verschwörungserzählung etwas Grundlage von einer Verschwörungstheorie oder entsprechende Schritte einleiten. Ich glaube, im Fall von der Leonie ist das genau so passiert. Müssen wir darauf achten, jetzt kommt eine positive Musik, keine dramatische. An dem Punkt, wo jetzt sein Experte das Fazit gezogen hat, kommt eine wohlwollende, positive Musik, sozusagen, damit du, ja, jetzt geht es wieder bergauf, jetzt ist die Wahrheit, jetzt haben wir es geschafft. Ja, die schlimmen Dinge sind bewiesen, ist alles nur Schmarrn. Und jetzt kannst du wieder fröhlich werden. Ja. Jetzt geht's bergauf. Man hat die Verschwörungserzählung einfach immer weiter erzählt, übernommen in den Akten. Ihre Therapeutin Ja, hat immer sie zu wieder. Berufskolleginnen So eine geschickt, Frechheit. die ebenfalls an die Verschwörungserzählung Frechheit, oder? glauben. Ein sogenannter Tatsachenbericht, wo die damalige leitende Ärztin von der Privatklinik Meiringen geschrieben hat, ist in ein psychiatrisches Gutachten über die Leonie eingeflossen. Okay, wir springen jetzt noch mal ein Stück weiter. Auf jeden Fall. Also man hat Angst gehabt vor Tätern, wo es aber keinen Hinweis gibt, dass es die überhaupt gibt. Ja, eigentlich haben sie den Wahn erst ausgelöst. Ich hatte den ja gar nicht gehabt. Ich habe ja gar nicht gedacht, dass da irgendwelche Leute sind, die mich verfolgen. Das habe ich erst bekommen, weil sie mir das immer wieder gesagt haben. Es sollte nicht einen Klinikleiter geben oder einen Chefarzt, der eingeschritten ist und gesagt hat, hören Sie mal auf mit dem Seich. Nein, leider nicht. Wir haben den Verantwortlichen Leider ist keiner eingeschritten, sagt sie. Ja, also es läuft halt immer auf das Gleiche hinaus. Der Therapeut ist schuld, die Therapeutin ist schuld. Jetzt kommt noch das Kapitel Leonies Schwester, die unterstreicht dann auch nochmal, dass das einfach eine Frechheit ist, was ihrer Schwester da widerfahren ist. Dann kommt das Thema Fixierung auf dem Bett, was ja wirklich, also geht gar nicht. Haben wir ja schon gesagt, das ist wirklich eine Sache, die übel ist und das war mal jetzt im ersten Moment, also natürlich ist das schlimm, aber die Tragweite, was das mit einem Betroffenen macht, das war mir auch nicht klar und das hat mir eben jemand gesagt. Und von daher ist das natürlich, das geht gar nicht. Ja. Da brauchen wir, also das ist unstrittig. Bis ich das Gutachten gelesen habe vom Dezember 21, wo drin steht, es kann stark davon ausgegangen werden, dass der heutige Täterkontakt, wie er von Frau berichtet wird, stattfindet und dass Frau immer noch massiver Gewalt ausgeliefert ist. Das, was Sie jetzt hier geschrieben haben, Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, dass sie immer noch massiver Gewalt ausgesetzt ist. Das bedeutet ja, dass Spuren irgendwo da waren an ihrem Körper oder in irgendeiner Art und Weise auch von der Leonie kommuniziert wurde. Die Leonie wird halt in diesem Video dargestellt, wie wenn sie halt, also wie wenn es im Prinzip ausgelungen wäre. Aber sie ist ja ein Teil von der ganzen Situation
Und wie gesagt, haben wir vorher schon mal drüber geredet, multiple Persönlichkeiten, vielleicht ist sie ja in dem Moment überzeugt, dass das alles mit ihr gar nichts zu tun hat. Wir wissen es nicht. Aber dass jetzt das einfach alles aus den Fingern gezogen ist, das scheint mir also maximal unwahrscheinlich zu sein, um es mal so zu formulieren. Das darf nicht passieren. Ist gut möglich, Ja, dass das da muss man mal drauf achten, ja. Ich meine, wenn Jemand dir jemand sich das sowas Leben sagt, nimmt, mit der Musik, so etwas, was gar nicht existiert. Das darf nicht passieren. ja, er versucht schon irgendwie vor der Kamera Anteilnahme zu zeigen, aber ganz ehrlich, authentisch ist einmal maximal was anderes. Also wirklich nicht. Ist gut möglich, dass das aber passiert ist. Ich hatte den Untersuchungsbericht vor mir, wo die Vorgänge am PZM Münsingen genauer angeschaut hat und man stellt fest, die Verschwörungserzählung ist eingeflossen in Therapie. Therapeutinnen der DIS-Intensiv... Ja, also ich meine, das ist doch auch logisch, wenn ein Patient kommt und über solche Erlebnisse berichtet, dass das dann eben einen Einfluss hat auf die Therapie. Ich meine, also Entschuldigung, ja, also bitte, hört genau hin, was diese Leute sagen. Das ist doch logisch, wenn ein Patient kommt, der, sagen wir mal, suizidgefährdet ist, der maximal viele Probleme hat und der dann seine Sachen erzählt, dann muss ich doch als Therapeut das ernst nehmen, was der sagt. Das ist ja die Grundbedingung, um eine Beziehung, um eine therapeutische Beziehung aufzubauen, dass der Patient das Gefühl hat, dass mir der Therapeut ernst nimmt. Und dann muss doch auch der Therapeut auf diese Themen eingehen. Und dann ist natürlich das Thema der Therapie. Und dann finde ich es auch nur total super, dass das eigentlich akribisch so niedergeschrieben wurde. Das zeigt doch nur die Professionalität von den Therapeuten oder von der Therapeutin. Das ist doch professionell. Weil wenn sie was zu verheimlichen gehabt hätte, hätte sie ja nicht niedergeschrieben, oder nicht? Hey, da bin ich jetzt selber begeistert von dem Gedanken. Warum hat, wenn das jetzt alles so Lug und Trug wäre, warum haben die das dann alles akribisch niedergeschrieben? Patientinnen glauben, dass die Patientinnen von Tätern und Tätergruppen über lange Zeit ihres Lebens intensiv verfolgt, bedroht, überwacht und misshandelt werden. Objektive Beweise dafür, dass real feststellbare Verletzungen wirklich von Dritten zugefügt wurden, können nicht erbracht werden. Das liege gemäß den Therapeutinnen daran, dass diese Täter äußerst raffiniert vorgehen und außerdem Verbindungen zu höchsten Polizei- und Justizkreisen hätten. Bei dieser Überzeugung handelt es sich um Vorstellungen, die nach meinem Eindruck wesentlich stärker bei den Therapeutinnen ausgeprägt sind als bei den Patientinnen selbst. Okay, das sind auch nochmal 3 Aspekte, da müssen wir noch kurz drauf eingehen. Punkt 1 ist, ja, die haben mit Sicherheit gute Verbindungen zu Polizei- und Justizkreisen. Siehe Marc Dutroux, siehe unseren, wo ist er? Helmut Kendler, wo die Ermittlungen eingestellt wurden. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass das so ist. Ich meine, ich bin total davon überzeugt. Aber ich meine, also okay, Punkt 2. Es handelt sich um Vorstellungen, die nach meinem Eindruck wesentlich stärker bei den Therapeutinnen ausgeprägt sind als bei den Patienten selbst. Und es kann natürlich sein, dass der Satz, der da steht, auch wieder anders zu interpretieren ist. Und zwar sind Therapeuten wahrscheinlich schon öfters in ihrem Leben mit Patienten und Betroffenen von dissoziativer Identitätsstörung in Berührung gekommen. Ja. Und deswegen haben die wahrscheinlich auch Wissen von mehreren Menschen. Und wie gesagt, wenn ich davon ausgehe, dass diese Menschen gespaltene Persönlichkeiten haben,
Und je nachdem, welche Person das vorne ist, während der Therapiesitzung, kann es doch durchaus möglich sein. Aber für jemanden, der jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun hat, der sagt, ja, das ist ja klar, die Therapeutin hat das eingeredet. Ja. Und bitte, bei diesen Themen darf man nicht oberflächlich sein. Das ist kein Bild-Zeitungsartikel, wo man irgendwie Doppelwumms liest oder so und mal drüber lacht. Da zählt jedes Wort. Und in den letzten 3 Jahren haben 3 Patientinnen, die mir das eben erzählt hat, Suizid begangen. Okay, wir wissen jetzt nicht, in Psychiatrien wird Suizid begangen. Steht außer Frage, ist unstrittig. Aber das ist auch ein totales Framing, dass er das jetzt in diese Richtung drängt, dass genau diese Art von Menschen, die diese Problematik haben, wenn sie behandelt werden, dass sie dann sich umbringen. Das ist eine höchst verwerfliche Schlussfolgerung, aber das stimmt gar nicht. Ja. Es gibt in allen medizinischen Bereichen innerhalb der Psychiatrie Menschen, die das Bedürfnis haben, sie umzubringen und dies vielleicht auch vollenden, leider. Aber jetzt zu sagen, dass aufgrund von Therapeuten und Therapeutinnen, die eben sich mit dem Thema beschäftigen, dass dann die Betroffenen sie umbringen, ist eine absolute Frechheit. Und es führt nämlich dazu, dass die Betroffenen dann sich nicht mehr trauen, in therapeutische Behandlung zu gehen. Und dass diese Menschen dann noch misstrauischer werden. Also ich sage jetzt mal so, wenn du das dein Leben lang in deiner eigenen Familie erlitten hast, da traust du keinen mehr. Zu wem kannst du denn nur Vertrauen aufbauen? Und jetzt kommen die und sagen, hey, Vorsicht, ja, wenn dir irgendein Therapeut mal helfen will, dann halt wirst du wahrscheinlich, so eine Aussage ist absolut, das geht überhaupt Inwiefern nicht. das auf die Verschwörungserzählung zurückzuführen ist, kann man nicht genau sagen. Weil es spielen bei einem Suizid immer mehrere Faktoren eine Rolle, sagen die Fachleute. Wir von der PZM AG, wir haben verstanden. Aufgrund vom Untersuchungsbericht, den der Kanton Bern angeordnet hat, geben die Verantwortlichen von der Klinik und vom Kanton eine Pressekonferenz. Die Ilona war dabei. Zu einzelnen Fällen, wie dem von der Leonie, will der Klinikdirektor immer noch nichts sagen. Im PZM dulden wir keine Form von Verschwörungstheorie und keine entsprechenden Therapien. Das ist eine stabile Aussage. Und da will ich jetzt hoffen, dass die das Thema einfach ernst nehmen. Ja. Wenn man nämlich darüber redet, ob Neuschwabenland existiert oder nicht, dann schließe ich mich an, ist wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie. Es gibt gewisse Themen, da darf man auch sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber hier ist rituelle Gewalt ist keine Theorie mehr. Und jeder, der das jetzt noch behauptet, ja. Dafür stehe ich persönlich ein. Auch eine interne Analyse bei uns zeigt, das Thema hat bei einigen Intensivpatientinnen und Patienten mit Traumafolgen und Borderline-Störungen in der Behandlung eine Rolle gespielt. Hat das PZM vor, sich bei diesen Patientinnen zu entschuldigen? Falls Patientinnen oder Patienten und Angehörige das Gespräch mit uns suchen oder wünschen, sind wir jederzeit sehr gerne bereit. Das Angebot machen wir auf jeden Fall in diesem Bereich. Und dann werden wir gemeinsam schauen, was die Lage ist und wo wir unterstützen können. Und ich glaube, diesbezüglich würde ja einfache Entschuldigung oder so viel zu kurz greifen. Merci. Herzlichen Dank. Dann würden wir hier die Pressekonferenz abschließen. Welche Massnahmen hat jetzt die PZM getroffen? Die Diagnose von der dissoziativen Identitätsstörung darf nur noch vom Chefarzt gestellt werden. Es gibt ein neues Stationskonzept und es hat natürlich auch personelle Konsequenzen gehabt. Bedeutet, es gibt jetzt eine neue. Die Diagnose muss auch gestellt werden können, weil das ist ja kein Hirngespinst, sondern dissoziative Identitätsstörung ist eine
reelle Erkrankung, kann man jetzt auch nicht sagen, herbeigeführte Situation oder eben durch Trauma entstandene Situation. Das ist ja ganz klar, dass das diagnostiziert werden muss. Ja. Das wäre noch neue schöner. Mitarbeitende und es sind auch Menschen entlassen worden. Aber es ist davon auszugehen, dass die Leute jetzt einfach an einem anderen Ort genau so weiter therapieren. Ein paar Wochen später hat Leonie mit den Verantwortlichen vom Psychiatriezentrum Wehe, das ist eigentlich seine Aussage. Die machen weiter, die Verrückten machen weiter. Das ist seine Aussage. Das ist einfach krass. Münsingen können reden. Das hinter verschlossenen Türen. Wir holen sie ab. Grüezi, Leonie. Wie war jetzt das Gespräch hier im PZM? Ja, es geht so. Haben Sie sich entschuldigt bei dir? Nein, entschuldigt in dem Sinne nicht. Aber immerhin ein paar Erklärungen, sagen wir es mal so. Also haben Sie zugegeben, dass Sie Fehler gemacht haben? Ja, das immerhin. Ja. Aber sie haben eigentlich das meiste, sagen wir, Wir sind jetzt bei Minute 28 und die Leonie hat kein einziges Mal darüber gesprochen, was sie eigentlich der Therapeutin erzählt hat. Sie hat kein einziges Mal darüber gesprochen, welchen Anteil sie in den Therapiesitzungen gehabt hat, welchen Anteil sie, was die Themen waren, was eigentlich die Behandlungsgrundlage war. Man hört auch nicht, was für eine Diagnose die Leonie hat. Ich meine, die war ja nicht einfach nur so in der Psychiatrie, oder? Weil sie wird halt hier so dargestellt, als wäre sie top gesund und wäre das totale Opfer von irgendwelchen verrückten Ärzten. Und das wird halt gar nicht thematisiert. Und das müsst ihr eigentlich, da muss man einfach nochmal drüber reden und genauer hinschauen. Ihr Zustand ist kein Thema in diesem Video. Wobei ihr Zustand ja der Auslöser der ganzen Sachen, die passiert sind, ja war. Und es wird komplett weggelassen. Und das macht nämlich einen richtig guten Journalismus aus, Objektivität. Weil da hättest du nämlich auch bei der Leonie mal genauer hinterfragen sollen, genauer hinschauen sollen. Genauer mal die WhatsApp lesen, wenn du sie gelesen hast, keine Ahnung. Wo ist denn Ihr Teil der Geschichte? Und wenn man sie einfach abends mal auf der Couch oder am Notebook, auf dem Handy mal das Video anschaut und sich da ein bisschen berieseln lässt, da kommt man gar nicht dazu, dass man sich diese Fragen überhaupt stellt. Aber das sind die wichtigsten ein Mitarbeiter Fragen. In die Schuhe geschoben und ja, ich kann es gerade noch nicht so richtig sagen, muss es ein bisschen sagen. Maximal emotional. Aber eine Entschuldigung in dem Sinne ist nicht gekommen. Das PZM wird aus Persönlichkeitsschutz nichts zu dem Gespräch sagen. Ist ja auch normal, oder? Die ganze Geschichte mit der Ist ja Leonie ganz macht mich normal. unglaublich traurig. Vor allem, dass sich niemand getraut hat, offen vor unsere Kamera. Macht ihn unglaublich traurig. Also ich habe jetzt eigentlich keinen traurigen Robin Riemann erlebt. Ich habe einen erlebt, der so durchs Video durchswiped. Ja, auf der Jagd nach einer coolen Geschichte. Aber Traurigkeit kann ich irgendwo nicht erkennen. Ja. Stehen und sich zu entschuldigen für die Fehltherapie, die definitiv geleistet worden ist in diesem Fall. Aber was mich richtig hässig macht, ist, dass die Geschichte vom Hassig macht ihn was. Okay. satanistische rituelle Missbrauch immer noch von Therapeutinnen verbreitet wird. Das macht ihn hassig. Dass ritueller Missbrauch immer nur von Therapeutinnen verbreitet wird. Macht ihn hassig. Das ist nicht traurig, da ist er hassig. Und so vulnerable Menschen, die Hilfe in der Psychotherapie suchen, noch mehr geschädigt werden. Vulnerable Menschen, die Hilfe suchen, noch mehr geschädigt werden.
Aber haben wir ja vorher schon drüber geredet, die möchten wir jetzt nicht x-mal wiederholen. Dass die Menschen geschädigt werden, die wirklich Opfer waren durch deine Videos, da hast du nur keine Gedanken drüber gemacht. Da werd nämlich ich hassig. Ja? Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir wissen nämlich, wo. Wobei Hass ist nicht unsere Motivation. Unsere Motivation ist Liebe. Und Therapien stattfinden und wer dahinter steckt. Wenn dich das interessiert, dann abonniert doch unseren Kanal. wenn euch das interessiert, wo die weitermachen, dann abonniert doch diesen Kanal. Das heißt, das ist eine klare Ankündigung, dass es weitergeht. Es wird dann ein Q&A kommen. Und ja, jetzt sind wir durch mit diesem Video. Und ich habe es mir jetzt zum zweiten Mal angeschaut. Ich habe es mir vorher schon einmal angeschaut, aber mir ist jetzt genau wieder so emotional ergriffen wie beim ersten Mal. Und ich will es jetzt auch dabei belassen, aber ich kann euch nur sagen, schaut genauer hin, hört genau, was in solchen Videos gesagt wird, stellt es in Frage, beleuchtet es von allen Seiten und besonders schaut auf die Sachen, die nicht gesagt werden. Weil die Sachen, die nicht gesagt werden, das sind nämlich die wichtigen. Und da sollte man Fragen stellen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen erholsamen Sonntagabend und kann euch nur mitgeben, lasst euch nicht verschaukeln und schaut genauer hin. In diesem Sinne will ich euch noch eine kleine Botschaft mitgeben, weil ich vorher gesagt habe, unsere Motivation ist Liebe. Und warum ist unsere Motivation Liebe? Aus diesem Grund, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Christsein ist sensationell. Gottes Liebe ist allgegenwärtig und seine Gerechtigkeit wird auf jeden Fall siegen. In diesem Sinne, macht's es gut und auf Wiedersehen.